Die Fischer aus dem kleinen Dorf in Kerala waren es gewohnt. Ihre Boote gleiteten auf den Wellen wie vertraute Weggefährten. Doch an diesem Tag, als sie sich in Richtung der vorgelagerten Inseln aufmachten, ahnte keiner von ihnen, dass sie auf eine ungewöhnliche Begegnung zusteuerten. Es war ein schwüler Tag, die Sonne brannte vom Himmel. Die Fischer hatten bereits einige Stunden gefischt, als sie plötzlich einen dunklen Schatten auf einem kleinen, felsigen Eiland erkannten. Neugierig näherten sie sich mit ihrem Boot. »Was ist das?« flüsterte einer der Fischer ungläubig. Auf der Insel bewegte sich etwas, ein dunkler Punkt, der auf den glitschigen Felsen herumhüpfte. Als sie näher kamen, wurde klar, was es war: ein Affe. Ein winziges, braunes Wesen mit großen, neugierigen Augen. Die Fischer waren sprachlos. Ein Affe auf dieser winzigen, unbewohnten Insel, weit entfernt vom Festland? Wie konnte er hierher gelangen? Die nächstgelegene Küste war kilometerweit entfernt. Und auf dieser kahlen Insel gab es weder Nahrung noch Wasser. Er muss schon lange hier sein, sagte einer der Fischer besorgt. Die Fischer konnten den Affen nicht einfach so zurücklassen. Sie beschlossen, ihn mit frischem Wasser und ein paar Bananen zu versorgen. Jeden Tag kehrten sie zurück, um nach dem kleinen Tier zu sehen. Doch der Affe war scheu, er wich ihren Annäherungsversuchen aus. Die Geschichte des Affen verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Über die sozialen Medien erreichte sie ein Team von Tierschützern. Diese waren sofort bereit, dem Affen zu helfen. Doch die Rettungsaktion sollte sich als schwieriger erweisen als gedacht. 3 Tage lang versuchten die Tierschützer, den Affen in eine Falle zu locken. Sie legten Futter aus, versuchten, sich ihm anzunähern, aber der Affe blieb misstrauisch. Schließlich, nach unzähligen Versuchen, gelang es ihnen. Der Affe tappte in die Falle. Die Tierschützer waren überglücklich. Sie versorgten den Affen mit Nahrung und Wasser und brachten ihn auf das Festland. Dort wurde er einem Tierarzt vorgestellt und in ein Schutzgebiet gebracht. Der Affe auf der Insel hatte nicht nur die Aufmerksamkeit der Fischer und Tierschützer auf sich gezogen. Seine Geschichte erzählte von der unbändigen Lebenskraft der Tiere, von ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrem unbezwingbaren Willen zu überleben. Als der Affe in seinem neuen Zuhause eingewöhnt war, blickte er in den weiten Himmel und spürte die Freiheit, die er nun endlich wieder erlangt hatte. Er hatte 3 Monate auf der einsamen Insel überlebt, und nun, endlich, war er wieder daheim. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.